Wieder mal eine Kamera, die es mir nicht leicht gemacht hat. Ich bin doch ein bisschen hin und her gerissen. Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein kurzes Video zur Sony RX1R Mark III. Ich hatte ja schon mal ein Video zu der Kamera rausgebracht, da ging es um die Vorbestellung von der Kamera und warum ich meine Vorbestellung storniert hatte. Da gab es ja ein paar Sachen nach der Veröffentlichung. Ich habe direkt meinem Händler Bescheid gegeben und gesagt, ich hätte gern so eine Kamera. Dann kamen immer mehr Details ans Licht und ich habe meine Vorbestellung storniert. Und das hier ist jetzt eben kein klassisches Review, so wie ihr vielleicht schon einige hundert im Internet sehen konntet, sondern heute möchte ich euch so ein bisschen meine Meinung nach der Nutzung mitteilen. Also einfach meine Erfahrungen, die ich mit der Kamera so sammeln konnte. Ich konnte die jetzt wirklich eine längere Zeit testen. Da geht erstmal wieder ein großer Dank an Fotoprofi Ludwigsburg, welche mir die Kamera zur Verfügung gestellt haben, damit ich das eben mal testen konnte. Ihr seht, es ist jetzt hier gerade sehr winterlich. Wir hatten die letzten Tage Schneefall. Die Tage davor war es auch schön, da konnte ich die natürlich auch testen. Das heißt, ich konnte sie mal wirklich unter allen Bedingungen testen. Und ja, wie gesagt, ich möchte euch einfach mal erzählen, was ich jetzt von der Kamera halte. Und wie gerade schon angekündigt, ich bin wirklich hin und her gerissen von der Kamera. Als erstes kommen wir kurz zum Thema Sensor, denn das lässt sich sehr schnell abschließen. Wir haben hier den üblichen 60-Megapixel Sensor, welchen ihr eigentlich in allen möglichen Sonys findet und auch in den Leica-Produkten. Und da kann man einfach nichts sagen. Von der Bildqualität her ist der Sensor einfach super. Jetzt habt ihr hier ein paar Nachteile, wie zum Beispiel im Videobereich. 4K 60 gibt es hier nicht. Eine A7CR bringt euch da zum Beispiel 4K 60, die hier kann es eben nicht. Jetzt ist es nicht so schlimm, denn ich würde die Kamera persönlich eher nicht als eine Videokamera nutzen. Für B-Roll, für unterwegs wäre es natürlich ab und zu mal schön gewesen. Ansonsten kann man über den Sensor wirklich nichts sagen, außer dass er vielleicht ein bisschen langsam ist. Also Sport, Rolling Shutter im elektronischen Verschluss, welchen ihr hier ab einer 2000stel Sekunde nutzen müsst. Also alles kürzer als eine 2000stel Sekunde geht nur mit dem elektronischen Verschluss. Da liest er eben ein bisschen langsam aus. Da habt ihr Rolling Shutter, den könnt ihr da sehen. Da müsst ihr einfach aufpassen, was ihr so fotografieren wollt. Das ist da ein Thema, aber ansonsten kann man da nichts sagen. Bildqualitätsmäßig ist es wirklich top. Auch das Objektiv hier. Wir haben hier eine Blende 2 mit 35 mm. Das ist ein Brennweitenbereich, der ist sehr alltagstauglich, nenne ich es mal. Ich komme mit 35 mm wirklich sehr gut zurecht. Auch die Blende 2 sind für Lowlight-Situationen oder so gerade noch ausreichend. Also da kann man nichts sagen, sag ich mal. Also da finde ich nichts Negatives dran. Jetzt kann man natürlich sagen, das Objektiv gehört zu den älteren Objektiven bei Sony. Das wurde schon bei den Kameras davor so benutzt und es hat natürlich den einen oder anderen Bildfehler, Schwäche möchte ich es mal nennen. Die Schwächen kann man aber mehr oder weniger auch ausdrücken. Das ist ein Look, welcher euch das Objektiv bietet. Und da muss ich einfach sagen, für so eine Kamera in dem Format, was man mit der Kamera einfach macht, so als Alltagsbegleiter, ich brauche es da nicht besser. Es gehört nicht zu den Tip-Top-Objektiven, die euch die perfekte Schärfe und keine chromatische Aberration und sowas bieten, aber es ist immer noch sehr, sehr gut. Da würde ich jetzt auch nicht rummeckern wollen. Ich weiß nicht, ob ich das im ersten Video gemacht habe, dass ich mich da beschwert habe, dass sie da einfach ein altes Objektiv weiterverwenden, aber jetzt nach der Nutzung muss ich sagen, es ist völlig ausreichend. Und auch der Autofokus, das ist jetzt so ein Part, wo ich wirklich sagen muss, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, denn ihr habt hier wirklich einen Top-Autofokus drin. Das heißt, ihr habt eine richtig gute Motiverkennung, die funktioniert überraschenderweise auch im Lowlight wirklich sehr gut. Also der gehört hier wirklich zum Besten, was ihr gerade bei Sony bekommen könnt. Jetzt ist es so, die Motivverfolgung, Motiverkennung und so weiter, alles wunderbar. Das Tracking an sich funktioniert richtig tipptopp. Es ist nur das Problem, wenn ihr die Bilder nachher anschaut und ihr habt viel Bewegung im Bild gehabt, also zum Beispiel meine kleine Tochter beim Spielen oder so, da merkt ihr dann irgendwas an der Kamera. Ich schätze, das ist vielleicht das Objektiv und eben der Motor, kommt da nicht ganz mit. Das heißt, die Kamera zeigt euch immer perfekt das grüne Kästchen über dem Auge an und so weiter, fokussiert danach, versucht nachzufokussieren, aber das Objektiv kommt vielleicht nicht unbedingt mit. Das heißt, ihr habt immer bei bewegten Bildern, bei sehr schnell bewegten Bildern muss man dazu sagen, habt ihr eine kleine Unschärfe da. Ihr seht, die Schärfeebene liegt nicht auf dem Auge, sondern vielleicht ein Tick weiter hinten hier auf der Backe oder
wenn es mal ganz schlecht läuft, vielleicht mal auf dem Ohr. Das ist dann aber schon Worst Case, also so schlecht ist der Autofokus dann wirklich auch nicht. Es ist aber eben so, in bewegten Situationen, er kommt nicht unbedingt immer nach. Und das schmälert dann natürlich das Erlebnis ein bisschen auf der Kamera selbst. Oder wenn ihr das auf einem Smartphone anschaut, werdet ihr das wahrscheinlich nur schwer bis gar nicht erkennen. In der Vorschau hier hinten ist es auf jeden Fall der Fall, da seht ihr das nicht, außer ihr geht dann wirklich in die 100% Ansicht. Das ist natürlich jetzt Meckern auf hohem Niveau. Aber ich sag's mal so, die Kamera befindet sich preislich auf einem hohen Niveau und da darf man eigentlich schon erwarten, dass sowas vielleicht nicht unbedingt zum Problem wird. Jetzt ist es so, die Leica Q3 zum Beispiel, welche sicherlich eine Konkurrenz für die Kamera ist, hatte ja auch das Autofokus-Problem. Da gab es jetzt aber vor kurzem die Firmware 4.0 und da ist der Autofokus doch wirklich ein gutes Stück besser geworden. Und vielleicht ist es auch hier an der Kamera so, dass da mal noch ein Firmware-Update rauskommt, wenn es eben nicht irgendeine mechanische Beschränkung vom Objektiv ist. Aber wie gesagt, das ist schon auf hohem Niveau, Meckern auf hohem Niveau. Und dann kommen wir mal so ein bisschen zur Bedienung und zur Bauform. Und da muss ich sagen, die Bedienung, was die Kamera bietet, gerade euer Rädchen hier hinten, ihr habt einen Blendenring und so weiter, ihr habt ein paar Knöpfe, die ihr auch belegen könnt. Da hat Sony wieder alles richtig gemacht, möchte ich mal so sagen. Also natürlich, man könnte immer noch ein bisschen mehr reinbauen, aber eben bei der Kompaktheit von diesem Gehäuse haben sie, glaube ich, das rausgeholt, was sie können. Das ist meiner Ansicht nach auch echt gut gelungen. Von der Kompaktheit redend, die Kamera ist natürlich sehr kompakt gebaut und sie lebt auch davon. Das ist wirklich so, von der Breite her und auch die Höhe ist da wirklich alles gelungen und auch in der Tiefe muss man sagen, insgesamt ist es ja ein kleines Paket. Was ich jetzt aber beim Benutzen so ein bisschen gemerkt habe, ist eben wirklich das Problem mit der Tiefe. Denn sie baut natürlich schon ein bisschen auf. Das ist aber klar, das Objektiv, das wird man nicht kleiner bauen können. Gehe ich mal zumindest davon aus. Und da ist dann einfach wirklich das Problem, dass ich in manchen Jacken festgestellt habe, dass die Kamera einfach gar nicht so einfach bzw. gar nicht reinpasst. Ihr seht es jetzt hier, an der Jacke hier habe ich zum Beispiel relativ große Taschen. Und da geht sie jetzt gerade noch rein. Das ist natürlich nicht mehr bequem und sieht auch ja einigermaßen nicht so toll aus, aber sie geht noch rein. An meinen anderen Jacken oder auch im Hoodie habe ich eben gemerkt, dass die paar Zentimeter, welche die Kamera hier ein bisschen mehr aufbaut, schon wirklich zum Problem werden können. Und dann ist natürlich irgendwie ein Gurt oder sowas angesagt. Und da muss ich halt sagen, wenn es so kompakt ist, dann könnte es halt noch ein Tick kompakter sein, dass es da keine Probleme gibt. Ich weiß, das sind jetzt wieder Probleme, die ich vielleicht habe, die hat sonst niemand anderes irgendwie oder jeder trägt sie um den Hals und so weiter. Aber das ist einfach was ich festgestellt habe und das wollte ich euch jetzt einfach mal mitteilen, dass die eben schon relativ tief baut. Das Problem hat aber auch eine Leica Q3, die ist eben in der Tiefe auch schon so, dass das Objektiv vorne so aufbaut, dass es da in Taschen irgendwie schwierig werden könnte. Ihr könnt das Problem nur umgehen, wenn ihr zu Kameras mit kleinerem Sensor greift, zum Beispiel eine X100 Mark VI oder so, die baut eben nicht so tief auf. Da habt ihr aber eben kein Vollformat und vor allem keine 60 Megapixel. Es ist also so ein Ding. Man sieht es hier auch, wenn man den Deckel mal noch vorne drauf macht. Den habe ich hier irgendwo. Ich muss mal kurz gucken. Dann seht ihr, der Deckel an sich, der baut, ich zeige es euch mal hier, der baut eben auch nochmal ein gutes Stück auf. Dann wird das Ganze halt unbequem. Wie gesagt, das ist ein Problem, was ich festgestellt hatte, aber ich will euch ja meine Meinung dazu geben und das ist eben sowas, muss man beachten. Am Kameragurt kann man sie natürlich tragen, habe ich gestern teilweise dann auch noch gemacht. Das Problem war, es hat minus 10 Grad gehabt oder so und dann macht ihr 5 Bilder und euer Akku sagt ciao. Dem ist dann nämlich zu kalt. Wenn die Kamera dann in der Tasche verwendet wird, beziehungsweise in der Tasche nicht verwendet wird, sondern in der Tasche getragen wird, dann wird der Kameraakku immer so ein bisschen von eurer Körperwärme erwärmt und ihr habt da keine Probleme. So war es bei mir zumindest. Also ich habe die in die Tasche und hatte einen Akku drin, dann ging das alles wunderbar. Ich hatte die 10 Minuten am Gurt, dann war da erstmal Feierabend. Und das muss man eben beachten. Jetzt ist es natürlich nicht immer so, dass man minus 10 Grad hat und da irgendwie Probleme mit der Temperatur bekommt. Aber zu dieser Kompaktheit sei das eben so gesagt. Ich wollte es einfach nur mal erwähnen. Wo ich Sony dann jetzt aber überhaupt gar nicht verstehe und was für mich ein sehr großer Kritikpunkt ist an der Kamera, ist eben das Display hinten. Denn das ist in keiner Weise irgendwie klappbar oder schwenkbar oder sonst irgendwie was. Vor allem gestern, als wir wirklich Sonnenschein bei Schnee hatten, habe ich gemerkt, da lässt sich einfach gar nicht mehr mit fotografieren. Ihr habt einfach nur noch Spiegelungen auf dem Display. Ihr könnt den Sucher benutzen, klar, wenn ihr an den Sucher
Sucher hinkommt. Jetzt gibt es Fotografiepositionen von unten oder hochkant auch noch und so weiter. Da könnt ihr den Sucher einfach am Boden nicht benutzen. Und da merkt ihr einfach, die Lösung mit dem Display ist wirklich problembehaftet. Das war zumindest bei mir so der Fall. Und da verstehe ich Sony einfach nicht, warum nicht zumindest so ein bisschen ein klappbarer Bildschirm verbaut wurde. Vor allem, weil es der Vorgänger ja auch hatte. Und das hat mich gestern wirklich schwer genervt, weil ich dann wirklich im Blindflug teilweise fotografieren musste, weil ich einfach nichts gesehen habe. Und das ist ein Ding, das stört mich wirklich sehr an der Kamera. Also das ist echt ein Negativpunkt, der war schon in meinem ersten Video so und ich kann es jetzt auch nur noch mal wiederholen. Im Jahr 2025, wo die Kamera jetzt rauskam, das ist für mich ein No-Go. Also wenigstens so ein bisschen klappbar hätte es sein können. Das hätte hier wahrscheinlich auch ein Millimeterchen oder so nur aufgetragen, hätte dann das Problem mit der Tiefe auch nicht wirklich groß vergrößert. Man hätte aber deutlich mehr sehen können. Klar, man kann den Sucher benutzen, wenn man eben dazu kommt. Das ist in Bodenlage und so schon schwieriger. Der Sucher an sich ist jetzt auch kein Wunderwerk, er ist aber ausreichend. Also von der Qualität her, ihr könnt damit Bilder machen. Klar, hätte man sich da vielleicht ein bisschen was Besseres wünschen können. In der Q3 ist das Ganze besser gelöst, aber die ist natürlich schon auch ein gutes Stück größer. Und dann kommen wir noch zu meinem größten Kritikpunkt an der Kamera und das ist einfach der Preis. 4.900 €, das ist schon eine ordentliche Summe Geld für so eine kleine kompakte Kamera. Jetzt kann man natürlich sagen, eine Leica Q3, die kostet sogar noch mal ein gutes Stück mehr. Aber man muss eben auch sagen, es ist eine Leica Q3. Da bezahlt ihr erstmal den Namen Leica. Die können da einen Preis verlangen und es wird trotzdem gekauft. Und man muss eben sagen, eine Leica Q3, vom Gehäuse her, von der Verarbeitung her, ist es dann doch nochmal eine andere Stufe. Die ist natürlich auch nicht so kompakt und technisch gesehen von den Innereien ist eine RX1R3 wahrscheinlich auch ein gutes Stück über der Q3. Deswegen kann ich auch so ein bisschen die Bepreisung von Sony verstehen, warum sie die Kamera in dem Preisbereich rausgebracht haben. Es ist nur einfach so, ich persönlich würde eben keine 4.900 € für die Kamera zahlen. Wenn die Kamera zum Start schon 1.000 € billiger gewesen wäre, wo Sony sicherlich auch noch genug Geld damit macht, dann hätte ich da wahrscheinlich direkt zugeschlagen. Weil es ist eben so, es gibt jetzt auch gebrauchte Kameras, die liegen sogar schon unter 4.000 €. Da ist es aber eben meiner Meinung nach so, die Kamera bietet sehr viele Nachteile, wie zum Beispiel eben das Display oder vielleicht auch den Autofokus, der nicht immer 100%ig ist. Da macht es mir persönlich einfach die Entscheidung sehr schwierig, so viel Geld für so eine kleine Kamera ausgeben zu wollen. Bei einer Leica Q3 spielt da wirklich vielleicht der Faktor Leica noch eine Rolle, dass man bereit ist, so viel Geld auszugeben. Aber bei einer Sony, es ist halt, und das soll sich jetzt nicht irgendwie negativ anhören oder so, aber es ist halt nur eine Sony. Und wenn man sich so umhört, ist das Preisthema auch wahrscheinlich das größte Problem an der Kamera. Die soll sich, habe ich gehört, nicht unbedingt so toll verkaufen, weil eben viele Leute sagen, sie sind nicht bereit, so viel Geld dafür auszugeben. So ist eben auch ein bisschen meine Meinung. Hin und her gerissen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, die Kamera macht total viel Spaß. Sie ist technisch wirklich gut. Die kleinen Problemchen, damit könnte ich leben. Das Display-Thema, das tut natürlich sehr weh, aber ich hätte wirklich Spaß an der Kamera. Nicht zu dem Preis. Das ist eigentlich das, was ich dazu sagen wollte und mich würde es mal interessieren, was ihr dazu sagt. Erstmal, was ihr von der Kamera an sich haltet, wie die rausgekommen ist, ob euch vielleicht auch dieses Display-Thema so nervt, sag ich mal, wie mich, oder was ihr dazu sagt, was ihr zum Preis sagt und so weiter. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Wie gesagt, das Video sollte kein Review sein, weil davon gibt es genug. Es sollte nur einfach mal ein Erfahrungsbericht von mir mit der Kamera sein und hin und her gerissen ist eben das Thema hin und her. Die Kamera gefällt mir, ich hätte sie gern, so ehrlich bin ich. Die Kamera macht Spaß, auch die Bildprofile und so weiter, das macht wirklich sehr viel Spaß. Aber es sind eben die Nachteile, wo ich am Schluss dann doch sagen muss, ich warte erstmal noch, ob die vielleicht sogar noch im Preis fällt oder was so der Gebrauchtmarkt noch weiter hergibt und so, und dann schauen wir einfach mal. Deswegen, ich hoffe, das Video hat euch wieder ein bisschen gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir doch einfach ein Like da, kommentiert das Ganze, was ihr davon meint. Vielleicht wollt ihr euch wieder über mich zerreißen, weil ich ganz falsche Ansichten habe, keine Ahnung. Wäre natürlich schön, wenn ihr einfach mal eure Meinung zu der Kamera schreibt, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, nochmal ein großer Dank an Fotoprofi Ludwigsburg, welche mir die wirklich eine längere Zeit jetzt zur Verfügung gestellt haben, dass ich die mal testen konnte. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.